Hallo, von mir gibt es heute wieder eine kleine Nageldesign-Inspiration und die schwarze Grundfarbe habe ich jetzt schon mal aufgetragen, damit ich jetzt gleich weitermachen kann mit diesem Cat Eye Lack. Der hat für mich jetzt nie wirklich viel mit Champagner zu tun, weil der ist eigentlich nur Silber, aber ich wollte ihn jetzt trotzdem einfach mal benutzen. Und für das Design ist es jetzt auch eh nie so wichtig, ob der jetzt super toll ist oder welche Farbe der hat, weil ich finde ihn auch so ein bisschen, naja, schwach auf der Brust. So vom Cat-Eye-Effekt her habe ich welche, die sind auf jeden Fall intensiver, weil die Partikeldichte höher ist. Ja, wie gesagt, ist aber für das Design jetzt so ziemlich wurscht. Und deswegen dachte ich mir, ich benutze ihn jetzt einfach mal und werde dann auch einen ganz simplen Cat-Eye-Effekt machen, so wie ich ihn auch am liebsten eigentlich habe, der so über den ganzen Nagel geht. So, hier brauchte ich jetzt mal kurz meine Zeit. Musste jetzt noch mal kurz aus der Kamera gehen, weil ich das in einem anderen Lichtwinkel meistens besser sehe, ob es jetzt so geworden ist, wie ich es gerne hätte. Ich tue es jetzt anhärten und mache das mit allen anderen Fingern auch. Bevor ich dann aber jetzt weitermache, hätte ich jetzt fast ganz vergessen, mache ich jetzt direkt schon mal hier so eine Folie bereit. Und die presse ich dann einfach hier auf die Schwitzschicht und ziehe die so relativ schnell ab, weil die Schwitzschicht ist jetzt nie ganz so klebrig und da muss man das so ein bisschen flotter machen, dass das ja so ein bisschen besser haftet. Zumindest fand ich, dass das besser funktioniert hat. Genau, also ich mache die Folie jetzt eben so direkt mit in die Schwitzschicht, weil es jetzt auch nur so hier und da was sein soll. Und das sieht richtig cool schon aus. So, und das mache ich jetzt dann mit allen Fingern so fertig. Das ging jetzt richtig schön schnell und so sieht es jetzt erstmal aus. Das wird heute so ein kleiner Nail Art Quickie, kann man fast sagen, weil man muss jetzt nie super ordentlich und penibel sein bei den ganzen Steps, die ich jetzt mache, weil am Ende wird das dann noch gecovert mit so einem ganz schönen Schnörkelmuster, was ich aber stampen werde aus, ja, Optik- und Bequemlichkeitsgründen. Ich schnörkel zwar schon ab und zu mal ganz gerne, aber dafür habe ich jetzt momentan überhaupt keine Konzentration. Ich bin schon wieder so ein bisschen angeschlagen. Diesen Winter nehme ich irgendwie alles mit. Ja, es wird auf jeden Fall schon wieder besser. Aber ja, nee, ich bin wahrscheinlich die letzten Jahre zu glimpflich davon gekommen. Keine Ahnung, deswegen habe ich jetzt irgendwie schon einen zweiten Schnupfen innerhalb von 4 Wochen. Und da habe ich jetzt keinen Bock, irgendwie zu schnörkeln und selber zu malen. Von daher ein kleiner Quickie heute mit Stempeln und aber erstmal geht es jetzt noch weiter mit Pigment und das trage ich jetzt einfach direkt über das, was ich hier schon habe, auf, beziehungsweise natürlich kommt da erst noch Topcoat dazwischen und ich gucke schon die ganze Zeit rum wegen meinem Pinsel, den ich natürlich jetzt brauche, um den Topcoat fein säuberlich in den Ecken zu verteilen, beziehungsweise schön bis an den Rand zu bekommen. So ein bisschen drauf achten, dass das ordentlich aufgetragen ist jetzt für das Pigment. Das mache ich schon, aber es muss jetzt wirklich nie super pingelig alles begutachtet werden.
Und jetzt härte ich das 25, 30 Sekunden so und der drehe erstmal nur an. Und cleaner jetzt über den Nagel. Es hat sich einfach für mich bewährt und deswegen bleibe ich auch dabei. Da kann ich eventuell klebrige Stellen, die sich gebildet haben könnten, vom Nagel entfernen und dann klappt das auch mit dem Pigment wunderbar. Den Überschuss von dem Pigment habe ich so ein bisschen vorsichtig mit so einem Fächerpinsel abgepinselt. Und ich muss jetzt als nächstes hier die Kanten so ein bisschen anrauen, weil ich hatte vorher einen flexiblen Topcoat gehabt. Und da hatte ich das immer nie gemacht und das hatte auch super gehalten. Da ist mir auch nicht abgeplatzt oder sowas. Und ich habe ja jetzt aber einen anderen Topcoat, weil es meinen nicht mehr gab. Und der platzt ab vom Pigment. Deswegen will ich das jetzt mal versuchen, ob wenn ich das hier so ein bisschen anraue, was ich halt auch schon immer mal bei anderen gesehen habe, dass sie das gemacht haben. Ja, hoffe ich jetzt dann einfach mal, dass das dann eben jetzt nie wieder abplatzt. Genau, deswegen raue ich jetzt mal hier unten überall an. Werde dann auch den Staub so ein bisschen hier wieder mit dem Fächerpinsel so ein bisschen abpinseln. Und dann wird nochmal drüber versiegelt. Der Versiegler ist jetzt ausgehärtet und damit das Stamping jetzt gleich gut halten kann, buffer ich die Nägel vorsichtig mit der feinen Seite an, dass die Oberfläche einfach nicht mehr so glatt ist. Den Staub habe ich mal eben abgewaschen und jetzt trage ich erstmal wieder mein Flüssiglatex auf. Also das ist wirklich mit einer der besten Erfindungen, weil das erspart ihnen ja so viel Arbeit beim Saubermachen. Also das ist wirklich eine super Sache. Das trage ich jetzt relativ dünn einfach auf und lasse das trocknen. An den ersten Fingern ist es jetzt schon so langsam trocken, deswegen kann ich jetzt schon mal anfangen mit Stempeln. Ich werde diese Schablone hier benutzen. Ich tue die genaue Bezeichnung nochmal einblenden oder in die Infobox schreiben, für wen das jetzt interessant ist, weil hier steht jetzt irgendwie auch nichts weiter drauf. Also vorausgesetzt, ich finde die noch. Da muss ich nämlich selber erstmal gucken, ob die noch irgendjemand verkauft und ob ich da die Bezeichnung noch finden kann. Und jetzt suche ich wieder mal, ja, mein Abzieher. Mache ich jetzt noch mal so ein bisschen sauber, damit die Kante hier unten schön scharf ist. Und dann nehme ich jetzt einfach weißen Stempellack. Das ist der jetzt von Born Pretty. Der funktioniert wirklich gut. Ich habe auch noch die ältere Version davon. Also den habe ich mir mal vor Jahren gekauft. Könnte eigentlich auch erstmal aufbrauchen, aber wie es halt immer so ist, man nimmt ja irgendwie gerne auch manchmal einfach das, was man neu hat. Hier, das hier ist noch so ein ganz alter und der hat auch schon richtig gut funktioniert. So sehen die jetzt aus. Wenn ich die jetzt so nebeneinander halte, könnte man denken, der ist schon so leicht gelblich, oder täuscht das gerade? Ja, gut, egal, auf jeden Fall, den werde ich eher so mal für Entwürfe, denke ich mal, eher benutzen. Und der neue kommt jetzt auf den Nägeln zum Einsatz. Und ich mache das gerne so ein bisschen großzügiger. Ich meine, Stempellack braucht man eh nie so schnell auf. Und bevor mir dann jetzt irgendwie kleine Details vom Motiv fehlen, nehme ich lieber gleich ein bisschen mehr Lack und gehe auf Nummer sicher, dass ich dann auch überall Farbe habe. Und jetzt kommt einfach schwuppdiwupp hier drauf. Und sieht einfach nur schön aus. Und das innerhalb von Sekunden. Also ja, Stamping ist auch eine wirklich schöne Sache, um seine Nägel ganz einfach zu gestalten. Mag ich immer wieder gerne.
Und ja, das mache ich jetzt auch wieder bei allen Nägeln. Nehme jetzt hier ein Wattepad und ein bisschen Aceton und mache damit hier sauber. Und dann kann es schon weitergehen mit dem nächsten Nagel. Ich werde immer mal so einen leicht anderen Motivausschnitt nehmen. Bietet sich ja an, wenn man hier immer so ein großes Muster auch hat. Das Motiv hat es jetzt eigentlich schon weitestgehend richtig gut übertragen bis an die Ränder. Aber ich werde jetzt bei dem einen oder anderen Finger hier zum Beispiel nochmal so ein kleines bisschen nachbessern. Einfach mit weißem Stempellack und ja, verlängere das Motiv noch so ein ganz kleines bisschen mehr an den Rand. Aber im Großen und Ganzen finde ich, hat das schon sehr gut funktioniert. Und dann komme ich jetzt gleich wieder zurück und versiegel und dann ist das Design schon fertig. Das ist jetzt das fertige Ergebnis. Ich finde, es ist echt cool geworden. Vor allen Dingen die Kombi aus dem Cat-Eye der Folie und dem Pigment finde ich schon einfach so einen richtigen Hingucker. Und ja, mit diesem Schnörkel-Stamping-Motiv da oben drüber hat das echt so was richtig, ja, Schickes, Elegantes bekommen. Also ja, so Schnörkel sind sowieso absolut meins. Gefällt mir immer wieder richtig gut. Hier nochmal mit ein bisschen weniger Licht. Da kommt so der Folieneffekt so ein bisschen mehr durch. Ich hoffe, das ist vielleicht auch so eine kleine Inspiration für eure nächsten Nägel ist oder für irgendwann mal. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten und wünsche euch erstmal noch eine schöne Zeit und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao.